Brutal starke Sommerdüfte sind am Start. Freunde, willkommen zurück. Ja, ihr habt's gesehen. Brutale, starke, einfach bombastische Sommerdüfte möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar 12 Stück. Ja, 12 Stück. Und ja, da sind einige am Start, die wirklich Dampf haben, muss ich schon sagen. Es gibt natürlich bestimmt noch andere. Und ich bin auch der Meinung, ich habe das so ein bisschen im Gefühl, dass ich definitiv einen vergessen habe. Irgendeinen Duft habe ich vergessen. Aber ja, werde ich dann bestimmt lesen, wenn ihr das irgendwann in den Kommentaren geschrieben habt. Irgendeinen, ich bin der Meinung, habe ich vergessen. Aber ich denke mal, wir fangen mal an. Der erste kommt von Roberto Ugolini ins Giardino di Borboli. Ja, das ist einfach ein minziger Apfelduft. Ja, am Anfang doch sehr, ja, Weichspüler-Style. Dann die Rose noch ein bisschen im Background. Erinnert mich ein bisschen an 17 Rosso. Grundsätzlich aber ist das die Apfelvariante von Orange Flamingo. Und nur nicht, dass der so ganz so stark ist, aber der hält, wie gesagt, gut. Wie gesagt, alle, die ich heute vorstelle, sind bombastische Hyperkites-Düfte bei Wärme. Und ja, der gehört definitiv dazu. Wenn ihr auf Minze, vor allen Dingen Apfel und Weichspüler Bock habt, dann dieser Duft. Ja, der nächste ist der Pure Shot von Mugler. Yeah. Und das ist für mich einer der geilsten, holzigen Düfte, frischen Düfte im Sommer. Hält richtig gut. Und ja, Wacholderbeere ist auch am Start. Der gefällt mir. Ich weiß nicht, warum man diesen Duft wirklich eingestellt hat. Es ist fürchterlich. Und gleich vorweg für die Leute, die meckern, warum stelle ich eingestellte Düfte vor? Ja, warum nicht? Kann man trotzdem irgendwo noch organisieren, kaufen. Und ich trage ihn nun mal. Und deswegen muss man ihn einfach vorstellen. Und ja, wenn nicht, dann nicht. Wenn es euch nicht gefällt oder denjenigen, dann nicht. Aber Fakt ist, dass dieser Duft geil ist. Und ich habe ihn getragen und der war ja früher auch nicht schon so günstig, aber wenn man ihn noch findet, solltet ihr ihn definitiv holen, weil das ist ein richtig erfrischender, geiler, holziger Duft mit der Wacholderbeere, Pfeffer und Kardamom. Also richtig schön geiler Duft. Und der Flakon, ja, kann runterfallen, passiert nichts. Ja, sehr nice. Als nächstes haben wir den Erba Pura von Xerjoff. Ja, das ist einfach ein Früchtecocktail, der im Sommer zwar sehr süß ist, aber funktioniert wegen den Früchten, ist ja klar. Und hier ist alles an Frucht drin, was ihr euch vorstellen könnt. Und vor allen Dingen ein Haufen Teelöffel, nein, Teelöffel würde ich gar nicht sagen, sondern Esslöffel Zucker. Ja, Diabetes auf jeden Fall im Flakon. Und ja, sehr geil, aber funktioniert. Ihr bekommt Komplimente. Was soll ich noch zu diesem Duft sagen? Erba Pura, ich glaube, einer der beliebtesten Düfte der letzten Jahre mit und besonders jetzt extrem beliebt. Und ja, gute Halber. Ich glaube, ich muss hier von der Haltbarkeit und Co. nicht mehr groß sprechen. Also wir reden hier über 8 Stunden. Das sind über 8 Stunden Performance-Düfte und Erba Pura ist definitiv dabei. Dann haben wir Jean Paul Gaultier Le Male Pride Edition. Yes, die Pride Edition sieht jetzt ein bisschen anders aus. Die 2023er Version soll aber ähnlich sein, beziehungsweise gleich sein, nur ein anderer Flakon, weil jedes Jahr kommt eine Edition raus. So sah die 22 aus und das ist Blutorange und auch, ja, zitrisch am Anfang. Die Blutorange ist sehr, sehr nice und dieser Duft hat sehr, sehr, sehr viel Ähnlichkeiten zu Louis Vuittons On the Beach, nur dass der hier über 8 Stunden hält, 8, 9, 10 Stunden tatsächlich. Das schafft der Louis nicht. Der Louis ist vielleicht tiefer, ein bisschen, ja, sauberer und ein bisschen luxuriöser. Merkt man das schon, ja, das ist klar, aber im Endeffekt ist der hier vielleicht ein bisschen synthetischer, aber nice. Habe ich in der letzten Zeit auch viel vorgestellt. Man darf nicht vergessen, wenn man so viel Sommerdüfte wiederholt sich das natürlich. Ich habe jetzt einige natürlich 1, 2, 3, 4 neue, die gleich noch kommen, die ich in diesem Sommer noch nicht vorgestellt habe. Aber auf jeden Fall die Pride Edition ist sehr, sehr nice. So, dann kommt noch einer von Xerjoff und zwar 40 Knots. Ja, Honig und Salzwasser im Flakon. Das ist geil. Hält gut, kommt richtig gut an und absolut nice. Und da liegt die Betonung auf nice. Den kann man erstmal das ganze Jahr tragen, aber das ist ja völlig unwichtig jetzt. Es geht ja um Sommer und vor allen Dingen um bombastische Haltbarkeit und da ist der 40 Knots einfach bombastisch
gut. Dazu holzige Noten und Meeresbrise. Ja, okay, Salzwasser, Meeresbrise ist da geil. Geil, absolut nice. Ah, ich finde den richtig lecker und richtig gut. Den solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich habe die Düfte natürlich unten in der Videobeschreibung wie immer so gut wie es geht verlinkt, Leute. So, der nächste Duft, den ich jetzt vorstelle, ist ein bisschen mutig, aber die Araber tragen diesen Duft oder solche Düfte auch, wenn es in Dubai gefühlte mit Luftfeuchtigkeit wirklich jetzt im Sommer gefühlte 65 Grad sind und so weiter und so fort. Und zwar rede ich von Marc Gebauer, der goldene Schatz. Und zwar Arabian King. Ja, da müsst ihr natürlich Bock drauf haben. Aber ich habe den rausgeholt, weil er ja auch das riecht man auch, wenn man hier dran riecht, eine Frische schon im Background hat. Trotz Rose Oud, hier ist aber gar nicht so viel Oud drin. Der ist stark. 1, 2 Sprüher reichen, um den ganzen Tag draußen bei der Wärme zu überstehen. Und der kommt im Sommer fast besser an als im Winter. Sehr, sehr nice. Hier, ne, schön vergoldet, Blattgold, echt. Sehr nice, kann ich nur sagen. Auf jeden Fall, ja, da hat der Marc wieder was reingezimmert, wie ich immer so schön sage. Auf jeden Fall sehr geiler Duft, auch wenn es warm ist. Allerdings ballert euch nicht 10 Sprüher, weil das könnte gefährlich werden. So, dann nehmen wir gleich mal den nächsten vom Marc, und zwar Orange Flamingo. Yes! Ja, der muss dabei sein, weil 12, 13 Stunden Haltbarkeit. Und ja, Weichspüler, ein bisschen, nicht ganz so viel wie bei den Roberto Ugolini, den ich am Anfang vorgestellt habe, sondern ein bisschen weniger, aber schon Weichspüler, sauber, weiß, clean und dazu natürlich nicht Apfel, sondern Orange. Das ist sehr, sehr nice. Orange passt, da liegt die Betonung auf nice. Fakt ist, dieser Duft ist geil. Wie oft habe ich ihn schon vorgestellt? Müsst ihr euch keine Gedanken machen. Geht den ganzen Tag, kommt sehr gut an. Ist einfach ein Saubermann-Duft mit Orange. Wow. So, dann kommen wir zu einem Duft von Mancera. Da habe ich einige Anfragen aktuell bekommen. Vielleicht will der so ein bisschen durch die Decke gehen. Ich habe gehört, ich soll dir mal vorstellen, ich habe den zufällig, das war Sizili. Sizili, da gehen erstmal Grüße raus nach Sizilien, La Familia, ihr wisst Bescheid. Und ja, Sizili ist ein sehr fruchtiger, zitrischer Duft. Warum ich den vorstellen sollte, ist, weil viele meinen, ich hatte dann auch nachgeguckt auf Parfum, nachdem mich welche angeschrieben haben, dass der doch tatsächlich nach Pacific Chill riechen soll. Und weil ich diesen Duft von Louis Vuitton habe, kann ich nur sagen, er hat 10%. Wenn man hier dran riecht, ein bisschen mehr, 25, 30% sogar Ähnlichkeit. Nur, wenn ihr ihn sprüht oder wenn der am Start ist der hier... Nee, dadurch, dass der Pacific Chill von Louis Vuitton grundsätzlich auch ein Dattelduft ist, da ist die Süße noch anders, dann Aprikose, hier habt ihr Ananas, Bergamotte, Zitrone und so weiter. Natürlich ist das egal, manchmal gibt es komplett falsche Inhaltsstoffe und trotzdem riechen die Düfte gleich. Ich muss aber sagen, dass der wirklich gut ist und es ist geil, dass ihr mich da drauf, also an meine Follower auf Instagram, dass ihr mich da drauf aufmerksam gemacht haben, weil den hatte ich immer vergessen, diesen Sommer. Und ich habe den ja noch nicht so lange, wie ihr seht. Das ist ein Duft, der bei mir wirklich 19 Stunden hält. Bombastisch. Er ist süß, aber hat nicht also es ist einfach mehr Fruchtigkeit, so ähnlich Erba Pura Style. Nicht den Zucker, dann schon süß, aber mehr wirklich dieses Fruchtige. Ich rieche keine Aprikose und ich rieche auch keine Datteln. Das nehme ich beim Pacific Chill. Natürlich, vielleicht geht er in diese Familie ein bisschen. So, mehr kann ich euch da nicht sagen. Ich hätte gar nicht mehr Gedanken drüber gemacht, hättet ihr mich angeschrieben. Deswegen, der muss ja anscheinend jetzt auf einmal durch die Decke gehen. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall Sizili geil. Absolut nice. Ich habe den schon immer geil gefunden. Aber ich glaube, wäre er wirklich ähnlich. Gut, ich kaufe meistens Düfte blind und Louis ist ja blind angekommen, Pacific Chill, aber der ist noch einfach anders. Wie gesagt, wenn man dran riecht, okay, man hat so ein bisschen Ähnlichkeiten, aber sind 2 verschiedene Düfte, meiner Meinung nach. Aber geiler Duft. Der nächste, den ich euch vorstellen möchte, ist einer meiner Lieblingsdüfte. Ich habe den lange nicht getragen und ich muss auch sagen, ich habe den lange nicht vorgestellt. Am Anfang hier in meiner sogenannten YouTube-Karriere habe ich ihn öfters vorgestellt. Amouage Sunshine Man. Ja, und der ist so in dieser Orangenfarbe noch, weil das die erste Auflage ist. Ich habe für diesen Duft
oder beziehungsweise meine Frau hat ihn früher, glaube ich, gekauft, über 400 € bezahlt. Und dann wurde er irgendwie total günstig. Aber das ist eben die alte Version. Und hier ist, ich glaube, inzwischen ist das mal grün, die Flüssigkeit und keine Ahnung. Und dieser Duft hält 16, 17, 18 Stunden und hat 10, 11 Stunden Ausstrahlung. Absolut geil. Die Strohblume, die in diesem Duft ist, und der Orange Brandy ist geil. Ist absolut nice. Ihr merkt wirklich, das ist so Stroh, dieses Trockene, und dann kommt, also es ist ein absolut geiler Sommerduft, beziehungsweise Ganzjahresduft und vor allem Winterduft, weil der so stark ist. Jedenfalls diese Version. Ich weiß nicht mehr, wie die aktuelle Version ist. Diese Version ist absolut nice, aber die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Puckel, und ja, ich benutze nicht so viel, weil ich möchte auch natürlich diese Version behalten. Und vor allen Dingen, ich habe ja auch genug andere Düfte, und deswegen wird der wahrscheinlich selten oder wahrscheinlich nie leer werden. Aber Sunshine Man, einer der besten Amouage-Düfte, bin ich, oder es ist meine Meinung, solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Falls er genau so noch sein sollte, ich weiß es nicht. Aber diese Version ist bombastisch geil. Ja, der nächste ist sehr gewagt und kann extrem stark sein, das merkt ihr selber nicht, aber das kann richtig Wege, wenn ihr vor einen 20 Meter oder 100 Meter läuft, kann das ein Mensch riechen. Ja, Eau de Parisi Bergamask, ein Moschus-Bergamottenduft, bombastisch. Da läuft dir wirklich alles runter, so wie mir gerade hier. Es ist wirklich warm wie in Hamburg, und Bergamask ist, wow, absolut nice und stark, auch wenn ihr das selber nicht wahrnehmt. Ihr nehmt den, also ihr merkt die Kraft nicht unbedingt, wie dieser Duft hat, aber andere. Natürlich merkt ihr den, auch noch nach Stunden denkt ihr immer, der wandelt sich auch ganz geil durch diesen Moschus und Berger. Das ist ein geiler Duft, solltet ihr definitiv probieren. Und Eau de Parisi macht eben strange Düfte, ob da nun wirklich Moschus und Bergamotte nur drin ist, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist schon sehr, sehr geil. So, als vorletztes haben wir Marc Gebauer nochmal, und zwar Amorist. Ich finde den wirklich stark. Viele meinen, der ist nicht so stark. Doch, der ist stark. Also, Bergamotte auch hier. Schwarze Johannisbeer kommt auch schon rüber. Sehr blumiger Duft, natürlich. Extrem blumiger Duft, muss man schon sagen. Das muss man mögen, aber der erinnert mich an früher, an irgendwas. Das ist schon sehr geil. Dann merkt ihr natürlich die Magnolie. Diese Blume, es ist auf die Fresse, ne? Und der ist wirklich lange am Start, und auch die Ausstrahlung. Meine Frau hat nach 10 Stunden noch gesagt, ich riech gut. Also, das ist ein starker Duft. So, und zu guter Letzt, bevor ich hier eingehe, von der Wärme passt der Duft, der jetzt kommt, und zwar Telia von Tiziana Terenzi. Ja, der Seestern hier vorne, Weißdorn ist hier drin, Bergamotte, alle Früchte der Welt. Und dazu natürlich ein bisschen synthetisch auch. Jetzt kommt wieder der Sprüher. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie immer anschreibe, weil der Sprüher ist, sie sind wirklich nicht so gut, und man darf nicht vergessen, dass dieser Duft 500 € kostet. Flakon ist natürlich nice, obwohl das eine Geschmackssache ist. Haltbarkeit ist natürlich wichtiger, und der Inhaltsstoff frisch, fruchtig, cremig, bisschen Nivea-Creme-Style, dann wie gesagt Weißdorn und so weiter und so fort. Der Seestern, wie gesagt, das ist alles Ansichtssache, aber der Sprüher ist einfach nicht gut. Ich glaube, ich muss ja das mal sagen, weil, ja, schade eigentlich. Der Sprüher müsste wirklich besser sein. Sonst ist alles nice, aber wie gesagt, das ist aber Geschmackssache. Aber der Duft, auch wenn er ein bisschen synthetisch ist aber auf die Fresse. Und trotzdem ist der Duft natürlich, was wichtig ist, sehr stark. So, das war's denn. Ich schwitze, es ist wirklich warm, und ich werde mich jetzt ein bisschen abkühlen. Ach ja, Jason hat die brutalen Düfte vorgestellt. Ja Leute, dann haut rein und bis zum nächsten Mal.